Wusstest du, dass echt viele Mieter beim Reden mit dem Vermieter Fehler machen? So, laut einer Umfrage sind es ungefähr 60%, die erst zu spät schreiben oder zu hart klingen. Das ist krass, oder? Ja, total. Und das größte Problem ist oft gar nicht der Vermieter, sondern wie man spricht. Zu emotional oder zu unklar und dann versteht keiner, was man eigentlich will. Oder man hat gar nichts schriftlich, nur einen Anruf und fertig. Das klingt bequem. Aber na ja, das kann später halt Ärger machen. Kenne ich leider selbst. Also, hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Wir quatschen heute über, wie redet man gut mit dem Vermieter ohne Drama. Praktisch, freundlich und so, dass man Ergebnisse bekommt. Genau. Wir geben Beispiele, kleine Sätze, die helfen und auch so ein paar Geschichten aus dem echten Leben. Manche sind lustig, manche eher peinlich. Fangen wir mal leicht an, der Ton macht die Musik. Wenn du anrufst, sag kurz, wer du bist, wo du wohnst und was los ist. Nicht gleich Vorwürfe, sondern ruhig und klar. Ich sag oft sowas wie: Guten Tag, hier ist Tim Müller aus der Wohnung im 3. Stock. Ich habe ein kleines Problem mit der Heizung und wollte fragen, wie wir das lösen können. Klingt freundlich, aber direkt. Ja, das ist gut. Und dann am Ende, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich freue mich auf eine kurze Rückmeldung. Damit zeigst du Respekt, aber du bittest auch um Antwort. Das mögen viele Vermieter. Und wenn man nervös ist, hilft ein Zettel mit 3 Punkten: Was ist das Problem, seit wann und was wünsche ich mir? Kurz und einfach. Genau, und bitte nicht nachts um 2 anrufen, außer es ist ein Notfall, also Wasserrohrbruch oder so. Sonst lieber am Morgen so gegen 8:30 Uhr oder 9 Uhr. Das ist höflich. Viele fragen auch, anrufen oder schreiben. Ich finde erst kurz anrufen, wenn es dringend ist, und danach eine E-Mail mit Zusammenfassung. Dann hast du was Schriftliches, falls es später Stress gibt. Ja, diese Zusammenfassung ist Gold wert. Sowas wie, vielen Dank für das Telefonat von heute. Wir haben besprochen, dass die Heizung morgen geprüft wird. Das ist klar und hilft beiden Seiten. Ich habe mal was Peinliches erlebt. Oh Mann. Mein früherer Vermieter war schon älter, sehr nett, aber er hat etwas total falsch verstanden, so ein Thema über Gesundheit. Ich musste dann echt ganz ruhig erklären, wie das funktioniert, ohne Scham, einfach sachlich. Oh je, ich kenne solche Gespräche. Da denkt man, das ist doch privat. Aber manchmal passiert es und dann hilft Humor und Ruhe. Wichtig ist, nicht wütend werden, sondern sagen, das ist persönlich, bitte respektieren. Genau, also Grenzen setzen, aber freundlich. Ein Satz kann sein: Das ist eine persönliche Angelegenheit. Ich möchte darüber nicht sprechen. Können wir bitte bei der Wohnung bleiben? Das klingt höflich und klar. Apropos Grenzen, viele Menschen denken, ein Handschlag reicht für Absprachen. Aber ohne Vertrag oder ohne Text kann es richtig schwierig werden. Ein kurzer schriftlicher Satz spart später Nerven. Ich habe eine Geschichte von Freunden, die hatten nur so einen handgeschriebenen Zettel als Vertrag. Da stand kaum was drauf, kein Datum, nichts zur Kaution, keine Regeln. Am Ende gab's Streit, weil keiner genau wusste, was vereinbart war. Ja, Leute, unterschreibt lieber einen richtigen Mietvertrag oder lasst den Zettel wenigstens klar und vollständig sein. Und fotografiert den Zustand der Wohnung beim Einzug. Fotos und Notizen, Datum dazu, fertig. Das klingt simpel, aber es hilft mega. Stell dir vor, später sagt jemand, der Kratzer war vorher nicht da. Dann zeigst du einfach ein Foto vom Einzugstag mit Datum. Diskussion vorbei. Und die Kaution, also das Geld als Sicherheit, ist auch so ein Thema. Fragt genau nach, wie viel, wohin und wann bekomme ich sie zurück. Und haltet das schriftlich fest, sonst wird es unklar. Es gab online auch Diskussionen, so richtig hitzig, über Rechte und Verbote. Zum Beispiel: Darf der Vermieter verbieten, mit einem Gutachter oder einem Bankenmenschen zu sprechen? Manche sagen ja, andere nein. Ich würde sagen, frag freundlich nach dem Grund und bitte um Transparenz. Ein Satz kann sein, können Sie mir bitte erklären, warum das nicht möglich ist? Ich möchte die Situation verstehen, das ist ruhig, aber bestimmt. Und wenn du dir unsicher bist, sag: Ich benötige bitte die Info schriftlich. Dann kann man später nochmal schauen. Es ist nicht aggressiv, es ist einfach vorsichtig. Ein anderes heißes Thema, Parkplätze. Da wollte eine Nachbarin, dass jemand den Platz tauscht wegen der Kinder. Manche sagen, ja, sei nett, andere sagen, nee, Vertrag ist Vertrag. Ich finde, erst reden. Frag, gibt es vielleicht eine Lösung, die für alle passt? Aber wenn der Parkplatz im Mietvertrag steht, dann hast du ein Recht. Freundlich bleiben, aber klar, mein Platz ist Teil meiner Miete. Ja, und wenn du doch helfen magst, dann mach eine klare Absprache für wie lange und was passiert danach. Am besten wieder schriftlich eine kurze Notiz. Dann gibt's später keinen Streit, wer was wann darf. Die Dorfwatcher, die Dorfwatcher
Sie keine Kammer. Sie keine so macht bitte in der Einfachheit in der Kammer, man sich da vieles halten. Viele denken, der Vermieter ist gegen sie, aber oft hilft ein professioneller Ton. Also nicht, das ist alles Mist, sondern mir ist aufgefallen, die Tür klemmt seit letzter Woche. Können wir einen Termin finden? Einfach dieses kleine Wort wie ist so gut. Es macht direkt Teamgefühl. Statt Kampf hast du dann Zusammenarbeit und das bringt meistens schneller eine Lösung. Noch ein Fehler, den viele machen, zu spät melden. Ein Wasserschaden oder Schimmel und man wartet erst mal wochenlang. Das macht es schlimmer. Lieber früh sagen, mir ist etwas aufgefallen. Ich melde mich schon mal. Ja, sofort Bescheid geben. Und wenn der Vermieter nicht reagiert, nach 2, 3 Tagen nochmal freundlich erinnern. Zum Beispiel, guten Tag, ich wollte kurz nachfragen, ob es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank. Manchmal ist auch die Frage Telefon, Nachricht oder E-Mail. Ich mag die Kombi, erst kurz anrufen, dann eine kleine Zusammenfassung per E-Mail. Betreff klar, zum Beispiel Heizung, Wohnung 3. Etage, Terminwunsch. Und wenn dein Vermieter sehr altmodisch ist, dann vielleicht lieber anrufen oder sogar persönlich klingeln, aber nur zu normalen Zeiten und danach wieder kurz zusammenfassen auf Papier oder per E-Mail. Das hält die Erinnerung frisch. Es gibt auch die Sache mit den Nebenräumen, so Keller oder Abstellraum. Ein Freund dachte, der Keller gehört einfach dazu. Stand aber nicht im Vertrag. Später wurden Sachen entsorgt. Das war echt hart. Oh Mann, ja. Deshalb frag genau nach, ob der Keller oder die Garage Teil der Miete ist. Und wenn ja, schreib es rein. Ein Satz, der Kellerraum Nummer 3 gehört zur Wohnung. Fertig. Reden wir kurz über Reparaturen, zum Beispiel Heizung kaputt. Ich würde so anfangen, guten Tag, seit gestern Abend ist die Heizung laut, ich friere ziemlich. Können wir bitte schnell einen Termin machen? Und dann anbieten, ich bin morgen zwischen 10 Uhr und 12 Uhr da oder am Nachmittag ab 16 Uhr. So kann der Vermieter planen. Das ist nett und praktisch. Wenn niemand reagiert, nicht direkt ausrasten. Nachfragen, haben Sie meine Nachricht bekommen? Ich mache mir Sorgen, weil es kalt ist. Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung. Ja, nett, aber klar. Und falls es gar nicht geht, kannst du auch sagen, ich verstehe, dass viel los ist. Können Sie mir bitte einen ungefähren Termin nennen? Das nimmt Druck raus, aber bewegt was. Noch ein kleiner Tipp, bei Gesprächen lieber Fakten als Gefühle. Statt ich bin sauer, sag, das Fenster zieht seit 3 Tagen. Es ist sehr laut, Fakten sind einfacher zu lösen als Gefühle. Und manchmal hilft es, gleich eine Lösung mitzubringen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, der Handwerker Müller ist morgen frei. Soll ich ihn anrufen? Dann spart ihr beide Zeit. Weißt du, was auch wichtig ist? Das Siezen. Also erstmal sie sagen nicht du, das wirkt respektvoll. Später, wenn der Vermieter du anbietet, kann man wechseln. Aber am Anfang lieber sie. Total. Und kleine Worte wie bitte, danke, gern helfen richtig viel. Es klingt banal, aber es macht den Unterschied zwischen Streit und Kooperation. Ja, löblich. Lass uns mal eine kleine Mini-Rolle spielen, okay? Ich bin der Mieter, du bist die Vermieterin. Ich rufe an, guten Tag, Frau Schneider. Hier ist Tim Müller aus der Wohnung im 3. Stock. Ich habe eine Frage zur Nebenkostenabrechnung. Guten Tag, Herr Müller. Ja, was gibt es denn? Ist etwas unklar. Erzählen Sie mal kurz. Ja, danke. Also mir ist aufgefallen, dass die Heizkosten höher sind als letztes Jahr. Können Sie mir bitte erklären, wie die Summe entstanden ist? Vielleicht gibt es einen Fehler. Klar, ich schaue das nach. Haben Sie Zeit morgen um 14:30 Uhr, also 2:30? Dann gehen wir die Zahlen durch, Schritt für Schritt. No. Das wäre super. Vielen Dank. Ich bringe meine Zählerstände mit. Ich freue mich auf den Terminimal. Perfekt. Seht ihr, so geht es ruhig und freundlich. Kein Drama, nur Fragen und Lösungen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Es gibt auch diese verrückten Fälle. Naja, so richtige Fiebertraumwohnungen. Ein Kumpel wohnte 2 Jahre in einer Wohnung von einem exzentrischen Vermieter, alles per Hand geschrieben, immer so komische Kontrollen. Kein echtes System. Uff, ja. In so einer Situation hilft umso mehr alles dokumentieren. Nach jeder Kontrolle eine Notiz, heute war eine Besichtigung. Thema war die Heizung, keine Mängel gefunden, Datum dazu, das schützt dich. Und wenn eine Regel unklar ist, direkt fragen, können Sie mir das bitte genauer erklären? Ich möchte es richtig machen. Dann gibt es weniger Missverständnisse und weniger Stress. Manchmal sagen Leute, ich will keinen Ärger machen, ich sag lieber nichts. Aber ehrlich, früh reden spart später oft großen Ärger. Freundlich und direkt ist die beste Kombi. Noch eine Idee, wenn du nervös bist, übe den Satz vorher laut. Wirklich, einmal im Zimmer sprechen, guten Tag, ich habe eine Frage zur Dusche, sie tropft seit Montag.
Können wir einen Termin finden? Und lächeln, auch am Telefon hört man das. Kein Witz, man klingt sofort wärmer. Das macht es für beide Seiten leichter. Wenn ihr was abgebt, wie Schlüssel oder Messwerte, macht ein kleines Protokoll. Ein Zettel, heute 5. Mai, Schlüssel für den Keller bekommen, unterschrieben von beiden. Dauert 2 Minuten, spart Tage von Stress. Und ja, kleine Erinnerung an die Kaution. Fragt beim Auszug freundlich nach dem Zeitplan. Ein Satz, können Sie mir bitte sagen, wann ich die Kaution zurückbekomme? Dann wisst ihr, woran ihr seid. Falls ihr merkt, das Gespräch dreht sich im Kreis, macht eine Pause. Sagt, danke für das Gespräch. Ich denke kurz darüber nach und melde mich morgen. Besser als streiten. Zum Schluss nochmal die Essenz, ganz einfach, klar sagen, was los ist. Freundlich bleiben, schnell melden und danach kurz schriftlich zusammenfassen. Das ist, finde ich, das ganze Geheimnis. Ja, und wenn euch die Tipps geholfen haben, dann gebt uns gerne ein Like. Wirklich, das unterstützt uns. Und abonniert den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Genau, bleibt dabei. Wir haben noch viele Themen rund um Wohnen, Alltag und einfach Gutes reden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gern. Wir greifen das auf. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Erfolg mit eurem Vermietergespräch. Ihr schafft das Schritt für Schritt. Tschüss.